Hallo liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Kürzlich war ich in der Stadt Sljudzjanka, die am Ufer des Baikalsees liegt. In diesem Video seht ihr meine Fahrt durch Sljudzjanka auf der Hauptstraße der Stadt, Leninstraße. Aus dem Fenster eines Minibusses, auf Russisch Marschrutka, könnt ihr Häuser, Autos und die Umgebung sehen und euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen, wie diese Stadt lebt. Ich bin der Ansicht, Sljudzjanka ist ein sehr guter Ort für alle, die am Baikalsee leben möchten. Auch für Familien mit Kindern ist diese Stadt gut geeignet. Dort kann man nicht nur eine Wohnung, sondern auch ein eigenes Haus mit Grundstück kaufen. Das Angebot ist vielfältig. Im weiteren Verlauf dieses Videos möchte ich euch von einigen Ereignissen und Neuigkeiten aus Russland erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Verzicht auf Urlaub. Würden Sie auf Ihren Urlaub verzichten, wenn der Chef plötzlich ruft? In Russland sind dazu nur etwa 10% der Menschen wirklich bereit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage über das Verhältnis der Russen zur Arbeit und Erholung. Rund 15% würden ihren Urlaub nur im äußersten Notfall absagen. Weitere 23% wären dazu bereit, aber nur gegen eine angemessene finanzielle Entschädigung. Doch fast ein Drittel, 27%, lehnt es grundsätzlich ab, auf den wohlverdienten Urlaub zu verzichten. Interessant ist, die Mehrheit derjenigen, die dennoch auf den Urlaub verzichten würden, erwarten dafür eine konkrete finanzielle Belohnung. Fast 60% sagen offen, ohne Geld kein Verzicht. Zur Erinnerung, eine Auszahlung für nicht genommene Urlaubstage ist nur für die Tage möglich, die über die gesetzlich garantierten 28 Kalendertage hinausgehen. Die 4 Wochen Urlaubsanspruch müssen genommen werden. Sie können nicht ausbezahlt werden. Außerdem plant die russische Regierung Änderungen im Arbeitsrecht. Die maximale Anzahl an Überstunden pro Jahr soll auf 240 Stunden angehoben werden. Das bedeutet, künftig könnte es deutlich mehr Arbeit geben. Neue Geldstrafe. Eine Geldstrafe fürs Autoreparieren auf der Datscha. Das ist kein Scherz. Bestimmte Arbeiten am Auto auf einem Datscha-Grundstück können tatsächlich zu einer Geldstrafe führen. Worum geht es konkret? Wer Öl oder Bremsflüssigkeit wechselt, das Auto lautstark wäscht oder lärmende Werkzeuge benutzt, besonders während gesetzlich vorgeschriebener Ruhezeiten, muss mit einer Ordnungswidrigkeit rechnen. Aber keine Sorge, für kleinere Reparaturen wie den Austausch von Spiegeln, Scheibenwischern, das Aufpumpen von Reifen oder Arbeiten mit einfachem Handwerkzeug droht keine Strafe. Die Botschaft ist klar: Wenn du an deinem Wagen schrauben willst, tu es leise, sauber und im Einklang mit den Nachbarn. Und am besten vorher mal die lokalen Vorschriften checken, damit dein Datscha-Sommer nicht mit einem Bußgeld endet. Alkoholkonsum in Russland. In Russland wird schon lange darüber gesprochen, den Alkoholkonsum in der Bevölkerung zu reduzieren. Doch in der Praxis gibt es nur wenige Initiativen. Und es fehlt so der Duma-Abgeordnete Vitali Milonov an staatlicher Unterstützung. Kürzlich schlug Sergei Rybaltschenko, Vorsitzender der Kommission der öffentlichen Kammer für Familien- und Demografiefragen, eine interessante Maßnahme vor. Die Verkaufszeiten für Alkohol sollten schrittweise verkürzt werden. Derzeit darf Alkohol von 11 bis 23 Uhr verkauft werden. Rybaltschenko schlägt vor, dieses Zeitfenster jedes Jahr um 1 Stunde zu verkürzen und an Wochenenden und Feiertagen den Verkauf ganz zu untersagen. Milonov unterstützt diesen Vorschlag grundsätzlich, weist aber darauf hin, dass bloße Zeitbeschränkungen nicht ausreichen. Er erinnert an die Sowjetzeit. Damals gab es ähnliche Maßnahmen, doch sie wirkten nicht. Warum? Weil den Menschen seiner Meinung nach die spirituelle Unterstützung fehlte und sie Trost im Alkohol suchten.
Heute ist es genauso, sagt Milonov. Ich trinke persönlich aus Prinzip keinen Alkohol, aber wenn ich trinken wollte, würden mich die Verkaufszeiten wirklich davon abhalten? Der Abgeordnete fordert deshalb landesweite, starke Anti-Alkohol-Kampagnen. Daran sollten sich seiner Meinung nach auch Politiker und bekannte Persönlichkeiten beteiligen, um selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Alkoholgeschäfte. In Russland könnte bald ein neuer Ansatz beim Verkauf von Alkohol eingeführt werden. Der Duma-Abgeordnete Vitali Milonov fordert, zum festen Limit für die Anzahl der Alkoholläden zurückzukehren. Heute, sagt er, entstehen in jedem neuen Wohnblock neue Alkoholgeschäfte, während Sportplätze, Vereine und Jugendangebote kaum vorhanden sind. Bereits zuvor hatte Sergei Rybaltschenko von der öffentlichen Kammer vorgeschlagen, die Verkaufszeiten für Alkohol schrittweise zu verkürzen, von 11 bis 19 Uhr, jedes Jahr eine Stunde weniger. Außerdem solle der Verkauf an Wochenende und Feiertagen untersagt werden. Milonov unterstützt diesen Vorschlag, geht aber noch einen Schritt weiter. Er fordert eine Quotenregelung für Alkoholgeschäfte. Nur eine bestimmte Anzahl von Läden dürfe überhaupt die Erlaubnis erhalten, Alkohol zu verkaufen. Seine Idee: Unternehmer sollen sich das Verkaufsrecht erstreiten, mit hohen Gebühren oder sogar durch Auktionen. Ein Vorschlag: ein Alkoholladen pro 10.000 Einwohner. Sollen sie sich drum prügeln, aber Alkohol darf nicht an jeder Ecke verfügbar sein, betont Milonov. Er ist überzeugt, wenn man der Alkoholisierung der Gesellschaft wirklich entgegenwirken will, reichen Zeitbeschränkungen nicht aus. Es braucht klare Regeln und entschlossene Maßnahmen. Nordkorea. Russland und Nordkorea könnten bald wieder über das Meer verbunden sein. Die russischen Behörden schließen eine Wiederaufnahme des Fähr- und Seeverkehrs mit Nordkorea nicht aus. Das erklärte Alexander Kozlov, der russische Minister für natürliche Ressourcen und Vorsitzende der bilateralen Regierungskommission für wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit. Im Gespräch mit Journalisten sagte Kozlov: Wir prüfen jede Form des Austauschs zwischen unseren Ländern. Das schließt ausdrücklich auch See- und Fährverbindungen ein. Konkrete Schritte sind bereits im Gange. Am Sonntag, dem 27. Juli, startet der erste Direktflug von Moskau nach Pjöngjang. Abflug ist um 19 Uhr vom Flughafen Scheremetjewo. Doch damit nicht genug. Russland und Nordkorea bauen auch ihre touristische Zusammenarbeit aus. Die ersten Gruppen russischer Touristen sind bereits an nordkoreanischen Badeorten eingetroffen. Es sieht ganz danach aus, dass sich die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang sowohl in der Luft als auch zu See deutlich intensivieren. Also, liebe Freunde, danke für das Einschalten. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.